Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen richtig cremigen und lockeren Quarkkuchen bzw. Käsekuchen ohne Boden. Und für all diejenigen, deren Käsekuchen immer einreißt oder in sich zusammenfällt, habe ich noch 5 hilfreiche Tipps, wie ihr das vorbeugen könnt. Bevor es aber losgeht, stelle ich den Backofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze ein und bereite auch die Backform vor. Ich nehme hier eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm. Auf den Boden spanne ich ein Stück Backpapier und den Rand fette ich mit Butter ein. Wer möchte, kann auch den Rand mit Backpapier auslegen, dann klebt der Kuchen garantiert nicht an. Nachdem das soweit vorbereitet ist, wären wir auch schon bei Tipp Nummer 1, und zwar sollten alle Zutaten Zimmertemperatur haben. Nur so verbinden sie sich zu einer homogenen Masse, die gut hochgeht. Damit der Käsekuchen so richtig schön cremig wird, mache ich ihn diesmal mit einer Mischung aus 40%igem und Magerquark. Anders als Magerquark ist der 40%ige aber deutlich flüssiger und weicher. Deshalb lasse ich ihn erstmal 30 Minuten in einem Sieb abtropfen. Magerquark braucht man nicht abzutropfen, den gebe ich direkt in eine Schüssel. Nach dem Abtropfen gebe ich dann noch den 40%igen Quark und den Zucker hinzu. Im nächsten Schritt könnt ihr jetzt ganz nach Geschmack entweder ein Päckchen Vanillinzucker, einen Teelöffel Vanilleextrakt oder aber, wie ich hier das mag, eine halbe Vanilleschote zufügen. Zum Aromatisieren der Käsemasse nehme ich den Abrieb einer halben Zitrone. Ganz gut schmeckt der Käsekuchen aber auch mit Limetten- oder Orangenabrieb. Die Zitronenhälfte presse ich aus und gebe davon 2 Esslöffel in die Käsemasse. Jetzt kommen noch 2 Päckchen Vanillepuddingpulver hinein und dann rühre ich die Zutaten gründlich durch, bis eine glatte und klümpchenfreie Masse entsteht. Im nächsten Schritt rühre ich dann noch die Eigelbe, die Schlagsahne und die zerlassene Butter unter die Quarkmasse und dann fehlt nur noch der Eischnee. Eigentlich wollte ich jetzt das Eiweiß mit der Hälfte des Zuckers aufschlagen. Da ich vorhin aber leider schon den gesamten Zucker in den Teig gegeben habe, schlage ich das Eiweiß mit einer Prise Salz auf. Die Spitzen, die beim Herausziehen der Mixstäbe entstehen, sollten nicht steif nach oben zeigen, sondern gebogen sein wie ein Vogelschnabel. Den Eischnee hebe ich jetzt vorsichtig unter die Käsemasse. Achtet darauf, dass der Eischnee gleichmäßig verteilt wird, ohne dass zu viel Luft entweicht. Ganz toll schmeckt der Käsekuchen übrigens auch, wenn man noch Rosinen, Mandarinen oder Beeren untermischt. Gebacken wird der Käsekuchen ungefähr 50 bis 60 Minuten und zwar so, dass er in der Mitte noch so 2 bis 3 Finger breit noch weich ist. Das wird beim Abkühlen noch fester. Diejenigen, denen es nichts ausmacht, falls der Käsekuchen aussieht wie eine Kraterlandschaft, können ihn in einem Rutsch durchbacken. Denn eine Garantie dafür, dass überhaupt keine Risse entstehen, gibt es nicht. Diejenigen, die den Käsekuchen vielleicht für einen festlichen Anlass backen oder damit Eindruck machen wollen, sollten jetzt so vorgehen, wie es auch in Konditoreien gemacht wird. Zuerst wird der Käsekuchen auf der untersten Schiene bei 170 Grad so lange gebacken, bis sich auf der Oberfläche eine Haut bildet. Ich stelle mir den Wecker hier auf 15 Minuten ein. Nach 15 Minuten nehme ich den Kuchen aus dem Backofen raus und löse ihn vom Rand der Backform. Ihr könnt ihn auch wie in meinem früheren Video rundherum ungefähr 1 cm vom Rand entfernt ca. 1 cm tief einschneiden. Das dient dazu, die Oberflächenspannung, die beim Aufgehen des Kuchens entsteht, zu lösen, damit der Kuchen weiter aufgehen kann, ohne wild aufzureißen. Und wenn ihr noch einen ganz anderen Tipp habt, wie man den Käsekuchen ohne tiefe Krater backen kann, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare.
Der Kuchen kommt jetzt wieder in den Ofen und diesmal stelle ich den Wecker auf 20 Minuten ein. Je nachdem, wie steif ihr den Eischnee aufgeschlagen habt, kann der Kuchen deutlich über den Rand der Backform steigen. Je höher der Kuchen aber steigt, desto stärker fällt er später ein und umso größer wird die Gefahr, dass er beim Abkühlen einreißt. Und um dem vorzubeugen, nehme ich den Kuchen nach 20 Minuten nochmal aus dem Ofen und lasse ihn für 5 bis 10 Minuten abkühlen. Dass er dabei etwas einsinkt, ist völlig normal und auch gewollt, weil sich dadurch die Spannung im Kuchen reduziert und er später nicht so stark einfällt. Jetzt kommt der Käsekuchen zurück in den Ofen und diesmal solltet ihr darauf achten, dass der Käsekuchen nur so lange gebacken wird, bis der Rand leicht gebräunt ist. In der Mitte darf er ruhig noch etwas weich sein, das gart später noch nach. Am Ende habe ich den Kuchen nochmal so circa 30 Minuten gebacken. In meinem Fall war das schon ein bisschen zu lang. Das lag auch daran, dass ich noch einen Akku austauschen und die Kamera neu einstellen musste. Schaltet den Backofen am besten schon ab, wenn die Ränder des Käsekuchens leicht Farbe bekommen haben. Damit der Käsekuchen nicht weiter backt, klemme ich jetzt einen Kochlöffel in die Tür und lasse ihn so langsam ungefähr 1 Stunde im Backofen auskühlen. Nachdem der Käsekuchen nur noch handwarm ist, nehme ich ihn aus dem Ofen raus und lasse ihn bei Zimmertemperatur vollständig abkühlen. Vor dem Anschneiden sollte der Kuchen allerdings noch mindestens ein paar Stunden im Kühlschrank gekühlt werden. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr den Kuchen ganz einfach aus der Form bekommt, ohne dass er auseinanderfällt. Dafür entferne ich erst einmal den Rand der Backform und dann könnt ihr ihn auf eine Platte oder einen Teller stürzen. Nachdem ihr den Boden der Backform und das Backpapier entfernt habt, könnt ihr den Käsekuchen dann wieder richtig rum auf die Tortenplatte stürzen. Und jetzt kommt noch der Anschnitt, den viele von euch gerne sehen wollen. So sieht mein Käsekuchen von innen aus. Der ist richtig schön locker und cremig und schmeckt einfach richtig lecker. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann vergesst bitte nicht auf den Daumen nach oben zu klicken. Auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken und freue mich schon auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!